Hallo zusammen, ich bin Wassili Nekrasov, der Gründer von LetYourMoneyGrow.com, Lass dein Geld wachsen. Heute werde ich die Analyse zeigen, welche jeder machen muss, bevor man eine Optionsschein kauft. Sozusagen Programmminimum. So. Ich will jetzt eine Put-Option, einen Put-Option-Schein auf Adidas kaufen. Warum? Weil man sieht, wie stark die Aktie letzte Jahre gewachsen ist. Und hier sieht man, das kann eventuell Trendbruch sein. Vielleicht nicht, aber zumindest man sieht, da hat die Aktie erstmal aufgehört zu wachsen und zumindest das gibt die Hoffnung. Dann vergleichen wir das mit 10% Rendite per annum, 8% und mit dem DAX und man sieht, also hier wäre es noch okay, aber hier ist das Wachstum einfach exuberant, unglaublich. Aber wie dem auch sei, nur auf technische Analyse sozusagen, auf Chartanalyse muss man sich nie verlassen, deshalb schauen wir auch Fundamentals an und vor allem P&T oder auf Deutsch KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das finden wir hier bei Übersicht und man sieht, das ist ziemlich hoch, aber man muss nie nur bei einer Quelle gucken, immer bei mehreren Quellen überprüfen, weil, wie man sieht, ja, also die Daten können unterschiedlich sein. Wichtig ist aber, dass zumindest die Größenordnung stimmt. Also dann schauen wir auch nicht nur bei comdirect.de, sondern auch bei finanzen.net zum Beispiel. Und da sieht man einen anderen Wert, noch höheren Wert, aber zumindest, wie gesagt, die Größenordnung stimmt. Und darüber hinaus sieht man hier Dynamik, also man sieht, hier war die Aktie ziemlich günstig, hier sehr günstig, aber hier ziemlich teuer, hier unglaublich teuer. Schauen wir dann bei Morningstar an. Hier heißt KGV Price Earnings. Schade, dass hier keine History gibt, aber hier ja für letzten Jahr sieht man noch höheren Wert, ja, also über 30. Und wichtig ist auch das mit Index zu vergleichen, also Index ist fast halb so günstig. Deshalb, wie gesagt, ziemlich überteuerte Aktien ist die Aktie von Adidas. Es gibt noch eine Quelle. Hier sind die Werte unterschiedlich. Ja, also deshalb, wie gesagt, immer bei mehreren Quellen nachschauen. Aber auch wenn man mit anderen DAX-Aktien vergleicht, sieht man, dass im Sinne von KGV die Aktie von Adidas eine der teuersten ist. Deshalb, wie gesagt, wahrscheinlich langfristig wird sie dann fallen. Und langfristig heißt, dass wir entsprechende Optionen wählen müssen. Das heißt, ja, also man macht das so. Also das ist Adidas, dann Optionscheine. Wie gesagt, Put und langfristig interessiert uns ein Jahr. Und dann Anzeigen. Und jetzt wählen wir die günstigste Optionscheine, sprich mit kleinster implizite Wohler. Und natürlich muss man Spread beachten. Ja, sieht ziemlich günstig aus. Diese implizite Wohler muss man immer mit historischer Wohler vergleichen. Das kann man zum Beispiel hier anschauen. Man sieht, okay, die historische Wolle hängt stark von der Betrachtungsperiode ab, aber wir haben gesagt langfristig, aber ein Jahr. Hier sieht man so, so und so, also das heißt, die implizite Wolle ist sogar ein bisschen niedriger als die historische Wolle, was eigentlich sehr seltener Fall ist, aber umso besser. Das heißt also, die Option der Optionschein ist einfach günstig. Ja, was noch wichtig ist, ja, also zurück zum Thema KGV.
Man muss also nicht nur mit anderen Aktien von dem DAX vergleichen, ja, also weil das ist nicht immer gut, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern mit Peers, ja, zum Beispiel können wir Nike anschauen und Nike hat lediglich ein KGV von ca. 21, was auch sehr interessant ist, weil die amerikanischen Aktien, die haben normalerweise höheres KGV als die deutsche und europäische. Man kann auch mit anderen Peers vergleichen, zum Beispiel mit Puma. Und hier sieht man, dass Puma-Aktie im Sinne von KGV noch teurer ist und noch schlechter im Sinne von Dividendenrendite. Und deshalb die berechtigte Frage, ob man wahrscheinlich einen Put-Optionsschein auf Puma statt Adidas kaufen sollte. Ja, aber schauen wir mal. Erstmal sieht man, langfristige Optionsscheine gibt es überhaupt nicht. Ein Jahr könnte noch passen, anzeigen. Aber die implizite Wolle deutlich höher und hier kommt dazu, ja, also unbrauchbarer Spread. Ja, das könnte noch passen, aber wie gesagt, 5% bei impliziter Volatilität macht viel aus. Deshalb bleiben wir bei Adidas. Und was muss man machen? Jetzt geht man zu Let Your Money Grow, Quantitative Toolbox, Option Calculator und ich habe schon die Angabedaten vorbereitet, also Put, American, Current Preis, also aktuelle Preis von Adidas Aktie, Strike, Maturity in Years, ein Jahr. Warum? Weil heute ist 7.6.17. Und diese Aktion ist fällig am 15.06.18. also praktisch genau in einem Jahr. Implizite Wolle ist so und man beachte, man muss die Werte nicht in Prozent eintragen, sondern als Dezimalbruchzahl. Hier, also dann 0,2316. Auch Dividend Yield, also Dividendenrendite muss man antragen, weil wenn die Aktie Dividende auszahlt, dann fällt sie. Das heißt also, Put wird teurer und deshalb das ist nicht unwichtig. Planungshorizont setzen wir auf 6 Monate, auf 0,5 Jahre. Warum? Weil die Optionen mit kurzfristiger Laufzeit, die verlieren ihren Zeitwert überproportional schnell. Deshalb, wie gesagt, wenn in 6 Monaten unsere Erwartung nicht erfüllt ist, dann muss man lieber diese Option verkaufen, weil sonst weiter es noch schlimmer wird. Dann das, also ich muss mich dafür entschuldigen, aber das ist absolut notwendig, sonst werden böse Kerle meine Webseite durch einen DDoS-Angriff kaputt machen. Deshalb muss das sein. Und dann klicken wir Estimate Future Prices. So, hier sieht man aktuellen Preis. Das also 36,12. Das muss man entsprechend mit dem Marktpreis von Option vergleichen und am besten nicht Stuttgart oder Frankfurt, sondern Direkthandel-Plattform von der Emittentenbank. Zack. Nicht vergessen das Bezugsverhältnis, ja, also das heißt der Preis, welcher hier kalkuliert wurde, muss durch 10 geteilt werden, ja, dann hätte man 3,61 bekommen. Das heißt also, der theoretische Preis ist ein bisschen günstiger als hier, aber das ist normal, ja, also diese Optionscheine, die werden mit kleinem, und das ist wirklich gut, wenn wirklich mit kleinem Aufpreis gehandelt, aber hier sehen wir, das ist klein.
Ja, also das heißt, man kann das kaufen, aber ja, also die Risiken muss man analysieren. Also schauen wir mal, wenn alles bleibt wie es ist, ja, also dann wird in 6 Monaten der Preis nur gering fallen. Generell mit der Zeit, wie gesagt, verlieren die Optionen und auch die Optionsscheine ihre Wert, ja, sogenannte Zeitwert. Hier sieht man also, was passiert, je nachdem in Zukunft die implizite Wolle und Preis von Basis Asset, ja, also von Underlying aussieht. Man sieht zum Beispiel, wenn eine Option tief out of the money ist, dann spielt die implizite Wolle sehr wichtige Rolle. Wenn das tief in the money ist, dann hat wohl implizite Wolle praktisch keine Bedeutung, aber generell, wie gesagt, je niedriger die implizite Wolle ist, desto günstiger ist die Option. Okay, und wenn ihr manche Zahlen hier nicht so gut lesen könnt, dann kann man den Graph hier justieren. Also hier View Angle setzen wir zum Beispiel auf 40. Und wenn man keine so große Aktienbewegung erwartet, dann kann man diese Range reduzieren, sagen wir. Wir erwarten höchstens plus minus 20% innerhalb von 6 Monaten. Dann wieder I'm not a robot. Und wieder Estimate Future Prices. Okay, hier sieht man schon die Zahlen viel besser. Ja, so im Prinzip funktioniert. Also das heißt, nie faul sein, diese Werte zu kalkulieren, weil da sieht man Risiken und das ist viel besser, meines Erachtens zumindest, als Optionsscheinrechner auf OnVista, weil hier ist alles grafisch visualisiert. Hier muss man minimale Angaben angeben und ja, sieht man sehr gut, wie die Option von impliziter Wolle und von Underlying Preis abhängt. Also man versteht diese Abhängigkeit von Underlying Preis ziemlich gut, aber die Abhängigkeit von impliziter Volatilität wird häufig unterschätzt. Ja, deshalb wie gesagt, immer vor dem Kauf simulieren, weil Optionsschein, das ist hochriskante Produkt und man muss die Szenarien, die Risiken verstehen. Also ich hoffe, das war sinnvoll, nützlich für euch. Wenn ihr Fragen habt, also dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Auf Let Your Money Grow auf Forumen fragen oder einfach mich anschreiben. Dann, ich wünsche euch profitable Trading, take care und auf Wiedersehen.